Hallo meine lieben Freunde, hallo zusammen. Ich hatte etwas Zeit und habe deshalb für euch ein interessantes Experiment gemacht. Wie genau wirkt trockener Rotwein auf unser Blut? Das Ergebnis war interessant. Das ist das Blut am Abend nach dem Abendessen. Hier sind die Erythrozyten natürlich alle ganz dicht aneinander geklebt. Diese ganz typischen sogenannten Geldrollenbildungen im Blut bezeichnet man in der Medizin oft genau so, und das ist natürlich ein deutliches Zeichen für eine verschlechterte Fließfähigkeit. Jetzt schauen wir uns das Blut bei 2500 und 5000-facher Vergrößerung an. Es ist wichtig, die Fließfähigkeit des Blutes und die Anzahl der Bakterien im Blut zu betrachten. Hier also nach dem Abendessen und nehmen wir zum Beispiel an, nach 2 Gläsern eines herben, trockenen Weins. Bei dieser starken Vergrößerung kann man deutlich erkennen, wie sich die Erythrozyten bereits zu sogenannten Geldrollen angeordnet haben. Und das hier, nun ja, wenn man sich das genau ansieht, sieht man, dass es zwar nicht extrem schlecht ist, aber eben auch nicht wirklich besonders gut. Jetzt überprüfen wir die Fließfähigkeit. Die wird hier aller Wahrscheinlichkeit nach auch nicht besonders gut sein, so wie zum Beispiel in diesem Fall. So eine mittlere Fließfähigkeit ergibt sich. Genau so etwas sehen wir hier. Wir haben das vollständige Gesamtbild. Jetzt schauen wir uns bei einer stärkeren Vergrößerung an, wie viele Bakterien tatsächlich ins Blut gelangt sind. Es zeigt sich dabei ganz deutlich, dass das, was wir jetzt vor uns sehen, einen gewissen Prozentsatz ausmacht, aber nicht sehr viel. Wir müssen jetzt noch genauer hinschauen, aber manchmal gibt es deutlich mehr davon. Aktuell ist das aber ein verschwindend geringer Prozentsatz. Von hier aus betrachtet ist das sogar erfreulich. Es gibt hier eigentlich so gut wie überhaupt keine Bakterien. Ich habe lediglich, wenn man das so sagen darf, vielleicht 3 oder 4 davon gesehen. Wahrscheinlich wissen heutzutage noch nicht alle Menschen, dass es tatsächlich Bakterien im menschlichen Blut geben kann. In vielen medizinischen Lehrbüchern, zum Beispiel für angehende Ärzte, steht oft geschrieben, dass das Blut völlig steril ist und dort absolut nichts sein kann. Deshalb ist das für viele Leute sicherlich etwas ganz Neues. Unter dem Mikroskop betrachtet sind sie normalerweise als winzige Punkte zu erkennen. Sie bewegen sich dabei oft extrem schnell. Diese Organismen sind entweder weiß oder schwarz gefärbt, das sind Bakterien, und sie gelangen meistens direkt durch den Darm hinein. Nun, es ist eine Stunde vergangen, ich habe in dieser Zeit 2 Gläser Wein getrunken und unser Blut hat sich verändert. Die allgemeine Fließfähigkeit hat sich erheblich verbessert, im Moment ist sie besser geworden, und zwar ganz deutlich. Diese Verklebungen der Erythrozyten sind jetzt deutlich seltener geworden. Bei dieser Vergrößerung können wir sehr gut beobachten, wie der Blutfluss in seiner Gesamtheit aussieht. Na gut, wir machen es. Die Erythrozyten haben sich mehr oder weniger aufgelöst, die Fluidität hat sich verbessert und unsere Bakterien. Nun versuchen wir sie zu erhöhen. Bakterien. Das ergibt sich aus dieser Auflösung. Es gibt anscheinend deutlich weniger Bakterien, zumindest macht es auf mich momentan diesen Eindruck. Nun, ich sehe zwar eine einzelne Bakterie, aber ansonsten keine weiteren. Jetzt werden wir um das 5000-fache vergrößern und nach weiteren Bakterien suchen. Vielleicht
bei der Vergrößerung um das 2500-fache. Vielleicht haben wir sie einfach übersehen. Das werden wir gleich gemeinsam herausfinden. Denn es fühlt sich so an, als ob es hier sogar noch weniger Bakterien gibt als vor dem Rotwein. Nein, es scheint nicht weniger Bakterien zu geben. Alles ist so geblieben, wie es war, wie es nach dem Abendessen war. So viele Bakterien sind geblieben, denke ich. Vielleicht seht ihr mehr, schreibt es in die Kommentare. Hier sieht man besonders deutlich und anschaulich den Unterschied, wie es vor dem Genuss des Weines war und danach. Man kann es in verschiedenen Auflösungen betrachten und vergleichen. Dieses Experiment soll nicht irgendwie Alkohol propagieren. Nun, ich selbst trinke auch keinen Alkohol. Es gibt übrigens bestimmte Kräuter, die helfen, das Blut viel besser zu verdünnen und die Fließfähigkeit zu verbessern. Das Thema mit dem Alkohol war für mich interessant und viele Abonnenten haben auch danach gefragt, weil überall geschrieben steht, was Alkohol, insbesondere Wein, bewirkt. Man hört oft von diesen Trauben wie Klumpen, also dass Alkohol die Erythrozyten verklumpt. Doch wie wir gesehen haben, hat sich diese Theorie in der Praxis nicht bestätigt. In der nahen Zukunft werde ich ein Video aufnehmen, wie genau verschiedene Arten von Alkohol auf das menschliche Blut wirken. Abonniert den Kanal, es kommt noch viel Interessantes und Nützliches für euch. Tschüss.